Advent, Advent, YouTube down im Trend und damit herzlich willkommen zu Tag Nummer 14 von Advent of Code. Mal gucken, ob ich euch das soweit überhaupt geben kann. Ja, wir haben hier heute ein anderes Problem und zwar müssen wir natürlich mit Bitmasken arbeiten. Also was heißt natürlich, aber wir müssen heute mit Bitmasken arbeiten. Und zwar bekommen wir heute, weil unsere Fähre leider nicht ganz kompatibel ist, eine Bitmaske, um das ganze Problem einigermaßen in den Griff zu kriegen. So, wir bekommen also mehrere Eingaben und zwar haben wir hier einmal eine solche Maske hier ungefähr. Und naja, jetzt hat die natürlich X und 1 und 0 und wir starten übrigens mit dem Most Significant Bit, also 2 hoch 35, weil sie immer 36 lang ist. Das ist jetzt quasi eine Binärzahl, wenn ihr so wollt. Im Endeffekt eine 36-Bit lange Zahl. Und wir starten hier auf der linken Seite mit dem Most Significant Bit. X bedeutet dabei der Wert, den wir als Value haben, das haben wir hier unten zum Beispiel, der wird nicht verändert. Das heißt, wenn es 0 ist, bleibt es eine 0, wenn es eine 1 ist, bleibt es eine 1. Und wenn wir hier allerdings andere Werte drin haben, also zum Beispiel 1 oder 0, dann wird das überschrieben, was in der Maske, also quasi das, was in der Maske drin steht, ist dann das, was wir als neuen Wert bekommen. So, sorry, kleiner Huster. Ja. Als nächstes bekommen wir hier natürlich, laut diesem Beispiel hier sehen wir zum Beispiel, dass unser Volume hier dezimal 11 ist, wenn wir das als Zahl ausrechnen. Also das, wie gesagt, das repräsentiert einfach nur eine binäre Zahl. Das ist 2 hoch 0, also 2 hoch 0 mal 1 ist 2 hoch 0, 2 hoch 0 ist 1, also 1, ja. Das heißt, hier haben wir Value 1. Maske sagt mir X, also unverändert übernehmen in unser Ergebnis, also 1. Ja? Das nächste hier wäre 2 hoch 1, also 1 mal 2 hoch 1, also 1 mal 2, also 2. Allerdings, also das wäre der dezimale Wert des Values hier, allerdings haben wir hier tatsächlich die Maske als 0 gewählt, also wird dieser Wert hier überschrieben. Und genauso ist es bei den Nullwerten hier, die bleiben natürlich und werden nicht verändert. Hier ist auch wieder ein X, wird auch einfach übernommen, aber hier ist auch eine 0, hier steht eine 1 in der Maske, die 1 wird übernommen. Okay, so, jetzt besteht unser Input allerdings auch noch aus weiteren Dingen, den gucken wir uns mal ganz kurz an. Und zwar hier mem von diesem Ding da, ja. Also mem von 27.041 wird gesetzt auf diesen Wert. Und genau diese Memory-Ausgaben, die werden jetzt sozusagen umgewandelt, je nachdem, was für eine Maske wir haben. Das sehen wir an diesem kleinen Beispiel hier. Wir setzen also mem von 8 auf 11. Ja, aber diese 11 müssen wir ja verändern, das haben wir ja hier gerade schon gemacht, und zwar zu dem Wert 73, weil wir hier diese Maske haben. Und diese Maske sagt dann, okay, wir schreiben an mem von 8 eben 73. Dann versuchen wir hier von mem von 7 zu überschreiben, und zwar hier mit diesem Value, aber auch wieder die Maske drauf angewandt. Übrigens, hier sehen wir auch nochmal, wenn es 1 und 1 ist, dann bekommen wir 1 bei raus. Und hier sehen wir 0 und 0, naja, da kommt auch 0 bei raus. Das heißt, in diesem Fall hat die Maske einfach überhaupt keine Auswirkung gehabt, weil die Bits in der Maske und die Bits im Value dieselben waren. Das bedeutet, wir schreiben immer noch dezimal 101 und zwar an die Adresse von 7. Das haben wir hier oben stehen. Okay, das heißt, hier steht es auch offiziell nochmal, die Maske hat keinen Effekt. Und ja, dann schreiben wir Wert 0. In Adresse 8 rein, aber Wert 0 muss natürlich angepasst werden. Hier einmal diese 1, die 0 hier hat keinen Effekt, die 1 hat einen Effekt. Das heißt, wir schreiben eigentlich Wert 64 an die Adresse 8. Und hier ist tatsächlich auch interessant, wir haben hier schon was in Adresse 8 reingeschrieben, nämlich die 73 hier. Dieser Wert wird wieder überschrieben, das heißt, wir hätten das theoretisch uns da vorne sparen können. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, noch optimieren und damit das Programm ein bisschen schneller machen, aber ich glaube, das werden wir hier nicht tun. Das heißt, alles in allem müssen wir sozusagen unsere eigene Zahleninterpretation schreiben, unser eigenes Mini-Assembler sozusagen bauen. So, ich habe natürlich wie immer hier 14.txt und 14.py für euch vordefiniert und ja, das packen wir jetzt hier rein. So, also wir fangen an und zwar mit unserem with open, wie immer eigentlich, 14.txt. Als Datei F und wir lesen das ganze Ding aus. So, jetzt ist die Überlegung, wie lesen wir das Ganze interessant aus? Wir haben hier die Mask, Texte sozusagen und wir haben die Mem-Texte hier. Das heißt, bei den Mem-Texten müssen wir hier erstmal die Speicheradresse auslesen und bei der Mask müssen wir natürlich die Maske auslesen. Das heißt, wir haben hier eigentlich zwei verschiedene Varianten. Und ich würde jetzt hier einfach mal anfangen mit for i in f.read.splitlines.
damit wir hier einmal durchgehen können. So, wir machen jetzt hier tatsächlich mal nur den ersten Wert und printen uns I aus. Ich will nur mal wissen, wie das Ganze genau aussieht. So, was passiert hier? Das wollen wir nicht. Wobei doch, das wollten wir eigentlich haben. Gib mir das wieder. Frame Variables, interessant. Okay, was zur Hölle ist hier? Irgendwas hat sich an PyCharm geändert, seit ich es das letzte Mal benutzt habe, was gestern war. Egal. Also, wir haben hier diese Maske. Jetzt wollen wir natürlich trotzdem ich würde sagen, an was splitten wir denn? Line, beziehungsweise, wie machen wir das? Imp ist gleich I. An was splitten wir? Wir haben eigentlich automatisch hier dieses ist gleich. Und ich will jetzt hier bewusst gerade nicht mit regex arbeiten, weil wir hier so viele verschiedene Sachen haben und weil das eigentlich auch, wobei wir können auch mit regex arbeiten, aber das haben wir schon so oft gemacht. Wir machen das jetzt mal von Hand heute. Ich habe Bock, das Ganze von Hand zu machen. So, wir splitten jetzt anhand von dem ist gleich mit den Leerzeichen außenrum und sehen natürlich, dass wir nichts sehen. Und warum ist das hier unten? Das ist seltsam. Ich will eigentlich die Variablen hier nicht anzeigen lassen, das nervt mich eher ein bisschen. Und dieses Run-File nervt mich eigentlich auch ein bisschen. Das brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt, ne? Ach egal, das lassen wir jetzt mal drin. Und schauen uns das Ganze nochmal an. Junge, nervt mich nicht. Okay, also Mask, genau. Und das ist schon mal sehr gut. Jetzt machen wir das mal nicht nur für die erste Zeile, sondern wir machen das mal für die ganzen Zeilen. Und hier sehen wir auch gleichzeitig Mem. Okay, das ist wunderschön. Das heißt, wir können jetzt hier tatsächlich switchen, also if imp von 0 gleich. Wenn das Mask ist, dann haben wir offensichtlich eine neue Maske. Und das fällt eigentlich meiner Meinung nach schon ein bisschen ins Bearbeiten rein. Das heißt, wir sagen hier mal lines ist gleich f.read.splitlines. Das machen wir mal so. Und das hier machen wir jetzt tatsächlich in Lines. So, dann ist es unabhängig voneinander. Lines gleich. Okay. Machen wir das so. So, ich glaube, das ist besser so. Okay, wenn wir das jetzt hier in Mask, also wenn wir quasi Mask finden, dann sind wir zum Beispiel bei unserem allerersten Dings hier. Wo sind wir? Hier, Mask. Okay, wenn wir Mask haben, dann haben wir hier, das wollen wir natürlich nicht haben, dann wollen wir hier das da als Maske begreifen. Ich glaube, wir lassen es aber tatsächlich hier erstmal, ja, wir lassen hier erstmal die Mask einfach nur Maske sein und sagen hier, nee, wir müssen hier tatsächlich anfangen mit einer gültigen Maske. XX, XX, XXX, ups, das war nicht zu viel. XXXX. Ups, verdammt. So, okay. Also wir haben jetzt hier eine Maske, die absolut nichts tut. Das ist quasi unsere Anfangsmaske. Das bräuchten wir eigentlich nicht, weil unsere erste Zeile ist eigentlich eine Maske. Aber ich habe ganz gerne eine gültige Maske ganz vorne. Oder ich hätte ganz gerne eine gültige Maske vorne. So, und wenn wir jetzt die Int von 0 als Maske haben, dann setzen wir Mask ist gleich Imp von 1. Damit haben wir eine neue Maske gefunden. Else. Dann haben wir offensichtlich ein Mem. So, jetzt haben wir diesen Wert, das ist unser Value. Dieser Wert hier hinten ist unsere Adresse. Und wie groß wird denn? Was müssen wir denn genau machen eigentlich? Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, was wir genau am Ende ausgeben müssen. Das habe ich mir gar nicht richtig durchgelesen. What is the sum of all values left in memory after it completes? Also alle Werte, die wir eingetragen haben ins Memory, die müssen wir uns speichern. Wisst ihr, was wir dann machen? Dann machen wir hier tatsächlich ein Dictionary. Und zwar Memory ist gleich so. Dann können wir nämlich hier einfach die einzelnen Dinge eintragen und wir müssen nicht jeden Wert belegt haben. Weil wenn wir eine Liste haben, dann kann es natürlich sein, dass diese Werte hier gar nicht drin sind. Wir müssen erst das Maximum rausfinden und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen nervig, das lassen wir. Deswegen sagen wir hier, wir wollen nur das Memory neu belegen. So, jetzt müssen wir erstmal hier uns das Ding rausfinden. Also, eigentlich, warte mal kurz. Eigentlich könnten wir doch hier imp
von 0 und zwar von Anfang bis zum 4. Das sollte Mask sein und dann sollte offensichtlich von 0, 1, 2, 3, von 4 bis minus 1, oder? Sollte doch die Zahl sein. Lass uns das mal kurz angucken. So, 2000, also Mem von Klammer auf, 2613, das ist genau das, was ich haben möchte. Das, Moment, 4000, ach ja, genau, 4762, das ist das. Ein bisschen größer hier. Was ist das denn? Warum ist das da? 19.490, 44.450. Ja, perfekt. Okay, das heißt, wir brauchen hier tatsächlich nur diesen Teil hier unten. Das ist im Endeffekt die Adresse, wo wir das Ganze hinhaben möchten. Adresse ist gleich int von dem da. Wobei es eigentlich egal ist, ob es ein Integer ist oder ein String. Ist egal, wir machen das jetzt als Integer. Und wir sagen Memory von der Adresse ist gleich dem Value. Wir machen einfach nur mal ganz kurz den Value. Und der Value, das geben wir uns mal ganz kurz aus. Sekunde. So, der Value wird mir definiert, ist ja direkt eigentlich ein int von imp von 1. Das müsste eigentlich direkt mein Value sein. So, und dann habe ich eigentlich schon alles hier hinzugefügt. Jetzt müssen wir nur noch das Maskieren machen. Das ist eigentlich gar nicht so komplex, glaube ich. Das heißt, wir schreiben uns hier einfach eine Funktion, die sagt mask von Value und def mask bekommt, achso, wir brauchen hier natürlich noch die mask. Haha, schlecht gewählt. Mask Value. So, von der Mask und von dem Value. Mask, Value. Und ja, jetzt müssen wir hier durchgehen. Das heißt, erstmal sagen wir hier Return 0, damit wir hier unten den Code noch ausführen können. Ich hätte das ganz gerne. Und dann geben wir uns mal ganz kurz hier oben die Mask aus. Print Mask. Und wir geben uns den Wert aus, den Value. Allerdings hätte ich den ganz gerne in Binary gehabt, und zwar bin von Value. Mal gucken, was hierbei rauskommt. Ich glaube nämlich, dass das zu einem String wird. Hier, seht ihr das? 0b101, das ist ein String. Und, der ist natürlich von rechts gerechnet. Kann ich den wieder zurückkonvertieren, ist die große Frage. Ich meine, ich kann den absolut perfekt wieder zurückkonvertieren. Und zwar int von bin von Value. Und dann müssen wir natürlich noch kurz den Value ausgeben. Value. So. Schauen wir mal. Invalid literal form. Na, okay. Wenn wir allerdings hier hinten dran noch die Basis setzen, das müsste 2 sein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dann hier einfach von 2 bis Ende das Ganze machen können. Dann sollte das doch eigentlich sogar funktionieren. 40, 0b101. Ja, perfekt. Das ist genau das, was wir haben wollen. Okay. Also, wir haben quasi den Value, wir können ihn hin und her konvertieren in binär und wir haben natürlich die Maske. So, das heißt, was wir jetzt hier machen, ist quasi Binary Value ist gleich bin von Value. Und wir geben hier unten den int von bin von den int von new value zurück. So, und den new value setzen wir am Anfang new value. Setzen wir am Anfang worauf? Das ist die große Frage. Wieso können wir nicht einfach hier den Binary Value benutzen? Das können wir doch auch machen. Okay, den Binary Value können wir jetzt manipulieren, und zwar mit Hilfe der Maske. Das heißt, wir sagen for i in mask.reversed, achso, ja, reversed von mask, damit wir die Maske quasi von hinten nach vorne bekommen, gehen wir jetzt her und was machen wir? Ja, wir nehmen einen New Value. New Value, das ist einfacher, glaube ich. If mask gleich 0 or mask gleich 1. Dann fügen wir einfach diese, das soll natürlich hier
Achso, richtig. Da müssen wir nämlich noch 0, wie war das? 0b, oder? 0b vorne dranhängen. 0b vorne dranhängen und dann sagen wir hier new value ist gleich new value plus i. Und das muss natürlich hier i heißen, ist ja logisch. Da gehen wir nämlich durch die Maske durch. So, das heißt, wenn hier eine 0 oder ein i drin ist, dann nehmen wir den Wert aus der Maske. Wir müssen es enumeraten, definitiv. Enumerate von reversed mask. Ansonsten gehen wir hierher. Dann ist ja, also wenn es nicht 0 oder 1 ist, dann ist es ein x offensichtlich, weil es nur diese 3 Werte gibt. Das heißt, hier können wir eigentlich ein Continue machen, dann wird es Continue, dann wird es aufgeräumter. Dann können wir hierher gehen und den Index berechnen. Und zwar, wir addieren quasi 2 auf den Counter drauf, also Counter plus 2, weil wir natürlich am Anfang dieses 0b stehen haben von dem binären Value. Und wenn dieses, wo ist mein Zeiger? Wenn Index kleiner ist als die Länge von unserem Binary Value oder sowas, Binary Value, genau, wenn die Länge kleiner ist, dann fügen wir an New Value gleich New Value plus Binary Value, Binary Value von Index hinzu. Ansonsten sind wir schon außerhalb des Bereichs von unserem Binary Value. Das bedeutet, wir fügen hier einfach eine 0 hinten dran. Also das heißt, wir wissen nicht genau, was dann kommt, aber, also wir wissen ja nicht, ob vielleicht noch irgendwann in der Maske mal eine 1 oder sowas später mal kommt. Das heißt, hier sagen wir einfach, wir fügen eine 0 hinten dran. So, und jetzt würde ich ganz gerne mir mal hier diesen Wert, Alter, was ist denn los? Einmal ganz kurz diesen Wert New Value angucken, den wir hier produzieren. Und das war logisch, dass das passiert. String object cannot be interpreted as an integer. Oh, sind das keine Strings? 0b, Sekunde mal. Type von Binary Value. Ups. Binary. Ich hätte es anders nennen sollen. Das Bin kommt mir die ganze Zeit in den Weg. So. Danach kannst du auch gerne mal exiten. Ich will nur die Ausgabe haben. Hey. Naja, ich habe keinen Print gemacht. Weil ich dachte eigentlich, dass das in Strings hantiert wird. Klar, String. Doch, das ist ein String. Und dann müsste ich doch eigentlich auch das Reverse wieder als String machen können. Was hab ich getan? Was genau ist broken? Gib mir nochmal kurz die Fehlermeldung und dann schauen wir mal, welche Zeile das ist. Das ist hier bei dem int, bei der int-Konversion. Jetzt will ich mal wissen, was genau mir hier für den New Value ausgegeben wird. 0b 1110, das ist eigentlich ein gültiger. Ach Gott. Ich bin einfach doof. Das ist das Problem. So. Okay. Ach, halt, stopp. Ja, wobei, jetzt haben wir den New Value kennengelernt. Okay, sehr gut. Dann, wow, hat das wirklich schon funktioniert? Ja, das ist ja super. Das heißt, wir haben keine Fehler mehr. Jetzt gucken wir mal ganz kurz uns an, was in Memory drin steht. Print Memory. Und gucken mal. Das ist ziemlich hoch. Ich habe absolut keine Möglichkeit, das gerade zu verifizieren. Lasst uns das mal nur mit dem allerersten. Achso, das ist halt ganz am Ende, ne? Lasst uns das mal hier machen. Und lasst uns das debuggen. Ich will wissen, was in Memory drin steht. So. Also, in Memory steht aktuell nichts drin, weil wir im ersten Schritt die Maske gesetzt haben. Das ist korrekt. Dann, nächster Schritt, haben wir als Value 56.559. Ist das richtig? 56.559, das ist richtig. Adresse ist 27.041, ist auch richtig. Und damit haben wir als, jetzt muss ich das selber machen.
Boah, können wir das stepweise machen? Ist, glaube ich, wobei, nee, halt, stopp, ich habe schon, ne? Okay, dann brauchten wir hier die Mask und dann haben wir das hier. Das könnte doch ungefähr hinhauen, oder? Wisst ihr was, wir probieren das jetzt einfach mal. Was passiert denn, wenn ich das jetzt... Also im besten Fall habe ich hier das Memory schon richtig. So, was müssen wir dann machen? Dann müssen wir einfach nur alle Values aufsummieren. Das heißt Sum, also Print natürlich. Print, und zwar, was wollen wir printen? Die Summe aus dem Memory. Punkt. Und wir wollen alle Values aufsortieren, oder? Sehe ich das falsch? All Values, ja. Okay, das ist eigentlich logisch gewesen, weil die Adressen sind ja vorgegeben. Oder? Die Summe? Ja, die Summe. Sehr gut. Mal gucken, ob das richtig ist. Ich bin gespannt. Das war nicht richtig. Okay, dann müssen wir nochmal genauer reingucken, was da passiert ist. Also, wir wollen... Okay, Moment, nochmal, ganz kurz von vorne. Wir haben hier erstmal aufgesplittet. Wir haben die Maske ausgelesen, das hat offensichtlich funktioniert. Wir haben die Adresse ausgelesen, hat auch offensichtlich funktioniert. Und hier, das muss dann hier in dem Mask eigentlich passiert sein. Und zwar wollen wir hier also wir konvertieren das Ding erstmal in binären Value. Dann liegt es am Reversen. Ich weiß es nicht. Natürlich. Wir hängen... Moment. Wir haben 0b und dann muss als nächstes natürlich die große Zahl hingehängt werden. Das heißt, wir wollen eigentlich erstmal einen leeren String dranhängen. Und wir brauchen eigentlich dieses von 2 gar nicht hier. Ne? Das brauchen wir gar nicht. Aber der große Witz daran ist, dass wir jetzt den diesen neuen Wert vorne dranhängen wollen. I plus wollen wir eigentlich hier machen. Und hier wollen den Binary Index wollen wir vorne dran haben, plus. Und hier wollen wir die 0 vorne dran haben, 0 plus. So, weil wir natürlich hinten angefangen haben. Haben wir hinten angefangen? Nee, haben wir nicht, ne? Wir haben hinten und vorne komplett vermischt. Boah, Mist. Unschön. Wir müssen aber hinten anfangen. Das heißt, wir reversen den hier auch noch. Reversed von dem. Und... Was genau ist das Problem? Achso, ja, wir müssen den natürlich noch in String umwandeln. Jetzt gehen wir uns den mal ganz kurz aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert hat hier. Binary Value. Und dann exiten wir hier wieder raus. So. Reversed Object. Ach, komm schon. Mach was anderes da draus. Bauen wir uns eine Liste da draus, auch egal. So. Und zwar 0b. Jetzt müssen wir noch ganz kurz den normalen Binary Value uns ausgeben. Damit wir den Vergleich haben. Also, 0b 11 0 111 0b 11 0 111 00 genau 111 0 1111. Okay, das hat also funktioniert. So, wir laufen jetzt also quasi von hinten durch. Das bedeutet, wir laufen jetzt immer von hinten durch und fügen natürlich auch dann von hinten an. Das heißt, neue Werte kommen immer nach vorne. Das ist korrekt. So, das heißt, wenn es die Maske ist, dann sind wir hier. Aber jetzt müssen wir den Index hier neu berechnen. Und zwar, der Counter ist jetzt auch von vorne. Aber das heißt, wir brauchen dieses plus 2 hier nicht mehr. Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir nicht aus Versehen B oder 0 hinten dran rausbekommen. Das heißt, Counter muss kleiner sein als der Wert minus 2. Dann können wir von dem Index drauf zugreifen und uns den neuen Binary Value besorgen, also der hier, und fügen den alten quasi hin, vorne, hinten dran. So. Stimmt das? Nein, das stimmt doch nicht, oder? Das stimmt niemals. Wobei doch, eigentlich ist es ja richtig. Wir gehen ja mit dem Counter und so weiter von vorne nach hinten durch, aber die sind eigentlich hinten, weil es ja, also das ist quasi das least significant Bit hier, was wir hier gerade machen. Wir iterieren da durch, bis wir hier sind. Die zwei ignorieren wir und fügen einfach nur noch immer weiter Nullen dran, bis wir die Maske einmal durchgelaufen sind.
Und hier haben wir Index ist gleich Counter. Doch, das sollte eigentlich soweit funktionieren, denke ich. Type Operand Issue. Welche Zeile denn? Ah, ups. So, dann haben wir ein neues Ergebnis. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Bin gespannt. Das war richtig. Okay, sehr schön. Ja, also ein paar kleine Tricks. Ich dachte, dass es mehr mit binär zu tun hat. Es ist tatsächlich wenig binär gewesen jetzt hier. Aber ja, mein Gott. Kann man so machen, definitiv. Okay, so, Nummer 2. Also Part Nummer 2. Und mal wieder haben wir uns verlesen. Also ich habe jetzt wieder mal das Lesen von meiner Seite hier ein bisschen geskippt. Und zwar haben wir mal wieder uns vertan, was diese ganze Sache angeht. Und zwar in Rätsel Nummer 2 ist es jetzt so, dass wir tatsächlich den Value niemals ändern. Also das, was wir hier getan haben, diesen Value, den ändern wir nie. Aber was wir tun ist, wir ändern die Adresse. Und ja, das Problem ist, dass wir nicht nur eine Adresse rausbekommen. Also ja, es funktioniert immer noch gleich. Wir bekommen, wenn wir eine 0 haben, die Adresse. Wir bekommen, wenn wir eine 1 haben, die Adresse. Also mit einer 0 wird sie quasi nicht verändert. Mit einer 1 wird die Adresse überschrieben mit einer 1. Und naja, die X bedeuten, dass das Ganze floating ist. Und das bedeutet, wenn wir zum Beispiel hier das hier haben, wo zwei X drin sind, also hier ein X, dann ist das Ergebnis erstmal, weil hier eine 1 war, dass wir diese 1 überschreiben und diese 1 da drin steht jetzt. Aber diese X werden jetzt ersetzt mit beiden Werten. Das heißt, wir haben hier als Result dieses 0, nur für X setzen wir 0 ein und für dieses X setzen wir auch 0 ein. Und das wäre dann diese Adresse hier. Wir können aber auch für dieses X hier 0 einsetzen und für dieses eine 1 einsetzen, das wäre diese Adresse. Für das hier eine 1 einsetzen, das hier eine 0 einsetzen, wäre diese Adresse hier. Und wir können auch für beide X hier unten eine 1 einsetzen, das wäre diese Adresse. Das heißt, aus 2 Xen werden 4 Möglichkeiten. Und alle 4 Memory-Adressen werden überschrieben. Das ist jetzt quasi die Änderung. Wenn wir 3 X haben, sind es natürlich 8 und so weiter und so fort. Jo, das heißt, im Endeffekt ist es natürlich ein bisschen doof gelaufen. Aber ich würde mal sagen, wir machen hier einfach mal Memory 2 rein, damit wir Part 2 quasi berechnen können. Und ja, im Endeffekt ist das ja genau dasselbe, also nicht ganz dasselbe, nur dass wir halt sehr, sehr viele mehr Möglichkeiten haben. Wir haben jetzt nämlich immer noch dieselben Werte sozusagen, also das wäre jetzt erstmal hier, lasst mich das kurz kapseln. Und zwar machen wir hier Part 1 draus, wobei, nee, wir lassen es einfach so. So, das hier unten wäre dann Part 2. Part 2. Und ja, im Endeffekt müssen wir jetzt hier Memory von Adressen oder Addresses, besser gesagt, ist gleich den Value direkt haben. So, jetzt maskieren wir offensichtlich nicht mehr den Value, sondern die Adressen. Und die Adressen ist gleich Mask Addresses von Mask und ADDR. So, die Funktion davon ist immer noch sehr ähnlich wie beim Mask Value. Wie gesagt, nur dass wir jetzt hier statt dem X mehrere Adressen bekommen. Und das müssen wir vielleicht noch ganz kurz machen. So, wisst ihr was? Wir machen jetzt hier uns eine zweite Funktion, die aber eigentlich erstmal genauso ist. Und zwar Mask Addresses. Sollte richtig sein, oder? Ja. Nur, dass wir jetzt hier eben die Adresse haben statt dem Value. Und die Binary Address bauen wir auch mit der New Address. New Address. New Address. New Address, Address, Address. Hier und hier. So. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir schon mal die Adresse. Jetzt müssen wir allerdings in die Adresse uns noch Folgendes bei rauspacken. Und zwar, wir überschreiben ja nur, wenn es eine 1 ist. Bei einer 0 bleibt das Ganze unchanged. Das heißt, elif i gleich 0. Muss in Anführungsstrichen. elif i gleich 0. Dann machen wir das hier, weil dann bleibt ja die Adresse erstmal unchanged. Aber für den letzten Fall, dass wir hier ein x haben, elif i gleich x. Das ist ein großes X, oder? Ja. Da wollen wir jetzt das Ganze floating machen. Das heißt, wir haben hier, ja, was machen wir? Ich würde tatsächlich sagen,
Das Continue können wir hier rausschmeißen. Ich würde tatsächlich hier mal einfach das X einfügen und würde hier zurückgeben eine Liste. Wie machen wir das? Ich würde hier zurückgeben. Wir machen hier ein Floating rein. Floating von New Address. Und das ist dann quasi unser Return hier. Das hier brauchen wir gleich noch. So, Floating. Okay. Def Floating. So, was wir hier haben wollen, ist im Endeffekt von unserer Adresse alle möglichen Unteradressen. Das heißt, für jedes X müssen wir 1 und 0 einsetzen. Dazu zählen wir als allererstes mal die X, wie viele wir eigentlich drin haben. Also Address.count und wir wollen natürlich die X zählen. So, und das printen wir uns jetzt erstmal aus, weil ich hier das gerade für meinen Kopf brauche. Das kann nicht sein, oder? Ah, ja, natürlich. 9. So, haben wir wirklich 9 X da jeweils drin? Das wäre krank. Okay, aber das sieht zumindest mal richtig aus. Danach würde ich gerne mal hier exiten, bevor wir hier rausgehen, damit wir das nicht alles machen. Okay. So, dann haben wir, okay, wir haben 8. Okay, wir haben die Adresse, nur damit wir ein Beispiel berechnen können. Wir haben die Adresse, das hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wisst ihr, wie viele Adressen das werden? Das werden unfassbar viele. Boah, in jedem Durchlauf. Okay, können wir machen. Gut, dann iterieren wir da durch. Das heißt, wir sagen hier, lass mich ganz kurz hier mein... wie machen wir das? Können wir? Ja, wir können. Natürlich können wir. Import iter-tools. Wir können hier mit iter-tools. Ups. Ach, komm schon. iter-tools.product. Und zwar wollen wir eine Liste aus 0,1 und wir wollen repeat gleich x's haben. Wir wollen 8 verschiedene Kombinationen. Jetzt sollten wir hier 2 hoch 8 verschiedene Möglichkeiten bekommen. Okay, gucken wir mal. Okay, das muss ich separat ausgeben. For i in print i. So, gib mir das mal. So, jetzt sollten wir hier 8 ja. Also, wir gehen hier mal ganz kurz alle Möglichkeiten durch, die wir hier haben. Gib mir das. Okay, alle 0, 1, 1-0, 1-1, 1-0-0, 1-0-1, 1-1-0. Ja, gehen wir hoch, gehen wir hoch. Das sieht für mich absolut richtig aus. Alle Möglichkeiten hier ersetzt. Perfekt. Genau, das hatte ich vor. Und was wir jetzt machen, ist tatsächlich für jedes, also wir haben ja hier quasi ein Tupel generiert aus verschiedenen Dingen. Und für jedes einzelne davon haben wir jetzt addresses ist gleich. Und wir replacen jetzt for char in i. Achso, wir müssen das in String umwandeln, ne? Ist egal. Kriegen wir hin. Für jeden Buchstaben in i replacen wir jetzt in unserer Achso. addrs.append addr. Nee, können wir nicht machen. New Address ist gleich addr von allem kopiert, eine Deep Copy. Und hier sagen wir dann, wir ersetzen .replace. Wir ersetzen exakt ein x mit i, also mit dem char, mit dem neuen char, mit dem, den wir gerade generiert haben. Das ist jetzt quasi hier, in unserem letzten Durchlauf wäre das alles 1, in unserem vorletzten Durchlauf wäre das hier. Wir wollen das jetzt tatsächlich nur einmal machen. Wie ging das denn hier nochmal? Das seht ihr jetzt gar nicht alles, ne? Ist doof. Ist egal, kriegen wir hin. Theoretisch muss ich hier auch eigentlich nur die Anzahl angeben, und zwar immer nur 1 möchte ich ersetzen. Dann sollte ich das schon direkt haben. So, und wenn ich alle ersetzt habe, dann habe ich eine neue Adresse. Das heißt, ich kann hier addrs.append
von New ADDR machen. Und dann habe ich hier in Addresses eigentlich alle Möglichkeiten drinstehen, oder? Replace, achso, ja, must be string. Ja, natürlich, must be string. Nee, Moment, nein, halt, stopp, das muss nicht ein String sein. Das muss ein String sein, so rum. So, jetzt haben, oh, verdammt, das soll nicht so sein. Achso, ich muss die New Address dann immer überschreiben, ne? Hier. Okay, also wir ersetzen erst mit 0, mit 0, mit 0, mit 0. Das kann ich von Hand nicht wirklich kontrollieren, aber das sind eigentlich alles Nullen. Am Ende sollten eigentlich alles Einsen sein, die wir ersetzt haben. Das sieht eigentlich ganz richtig aus. Cool. Ich glaube, wir haben das soweit, dass wir das alles ersetzt haben. So, und wenn wir die jetzt hier zurückgeben als Liste, ADDRS als Liste zurückgeben, das sollten wir vielleicht noch oben dran packen, sonst importieren wir das unzählige Male. So, und wenn wir hier jetzt eine Liste von diesen ganzen Dingern zurückgeben, dann haben wir diese Liste hier und, ja, wir denken hier, dass das keine Liste ist gerade, ne? For, nee, das können wir nicht machen. For i in ADDRS. Memory von i ist gleich Value. So, und das überschreiben wir jetzt quasi die ganze Zeit. Und das machen wir für jeden einzelnen Eintrag. Und das Ergebnis wäre hier natürlich auch wieder genau dasselbe, nur dass wir jetzt hier mit Memory 2 arbeiten und dort auch die Values aufsummieren. What is the sum of all values left in memory after it completes? Gut, 0. 0? Oh. Ja. So, bin ich gespannt, ob das funktioniert hat. In meinem Kopf war alles richtig, aber wir können uns natürlich vertan haben. Cool! Ja, das war's von meiner Seite für Teil 2 auch schon wieder, für Tag Nummer 14. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt mir gerne mal, wie weit ihr gekommen seid, ob ihr da irgendwie ja, Schwierigkeiten hattet, Hilfe gebraucht habt oder sonstige Dinge. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, also morgen im besten Fall wieder. Bis dann, ciao, ciao!